Heute bei den Lately News treibt sich in Hamburg ein Mann herum, der ahnungslosen Menschen mit Fußballtricks ablenkt, um diesen dann das Portemonnaie zu klauen. Da stellen sich mir nur 3 Fragen. Erstens und zweitens, wie schafft der Mann es, obwohl er einen Fußball jongliert, nah genug an die Menschen? Und warum ist das noch nicht Standard bei der deutschen Nationalmannschaft? Und drittens, können wir bitte Lothar Matthäus endlich einen echten Job geben? Noch mehr gleich bei den News. Hier ist Berlin mit der einzig wahren Nachrichtensendung dieser und der nächsten Welt. Das sind die Lately News, alles andere da draußen sind nur Fake News. Natürlich auch heute Abend wieder mit mir, Florian Streletz, bekannt aus unzähligen Erwachsenenfilmen auf Pornhub. Außerdem, falls du glaubst, genauso cool zu sein wie ich, dann hau mit der Faust auf den Abo-Button und die Glocke, denn nur so haben wir die Chance, die RTL 2 Nachrichten auch quotentechnisch weiter abzuhängen. Deshalb fangen wir an mit den Nachrichten aus Berlin. Schon Cheech Marin wusste im Film Machete, dass Gott Gnade kennt, Cheech Marin aber nicht. Und was dann folgte, war ein verdammt blutiger Film. Allerdings wäre Cheech Marin als Pastor niemals so weit gegangen wie ein Berliner Pastor. Denn dieser wurde von der Polizei bei einer Verkehrskontrolle festgenommen. Und nicht, weil er behauptete, dass ihm der Herr gesagt hatte, dass es vollkommen okay sei, in der Spielstraße mit 42 Sachen durchzubrettern, sondern die Beamten fanden in der Bibel des Pastors 2000 Ecstasy-Pillen. Dies erklärte auch, warum der Pastor im Autoradio laut die neueste Thunderdome-CD hörte und sich immer so vollkommen unrhythmisch bewegte bei der Befragung. Ich habe nichts zu verbergen. Wup, wup. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann gar kein echter Pastor war, sondern nur ein Kostüm trug. Die katholische Kirche atmet gerade erleichtert auf. Auf den Fake-Pastor warten nun 5 Jahre im Gefängnis in einem schicken Kostüm mit Seitenstreifen und außerdem noch 50.000 Ave Marias, die ihm der Papst wegen der Sache mit der Bibel aufbrummte. Denn Gott kennt Gnade, der Papst aber nicht. Währenddessen in Tostedt. Jeder, der schon einmal auf einen Zug der Deutschen Bahn warten musste, statistisch gesehen jeder Deutsche rund 1 Million Mal in seinem Leben, würde sich wünschen, dass die Deutsche Bahn ein Sandsack wäre, damit man nun seinen Frust an diesen ausleben kann. Aus genau diesem Grund hat McDonald's überhaupt erst seine Figur des Ronald McDonalds erfunden, damit jeder seinen Frust ausleben kann. Auch über das Essen von McDonald's notfalls. Dass Frust aber auch ganz anders gehen kann, hat ein Stellwerkgebäude der Deutschen Bahn erleben müssen. Denn auf dieses wurde von einem Unbekannten mit einer Schrotflinte geschossen. Das wirft nun 2 Fragen auf. Erstens, wie viel muss man geraucht haben, um mit einer Schrotflinte auf ein Gebäude zu schießen? Und zweitens, was hat sich der Schütze davon erhofft? Dass das Gebäude sich an die Schusswunde greift und nun fragt, nein, warum? Ich war doch so jung. Außerdem, ist das Gebäude nicht schon geschlagen genug, für die Deutsche Bahn arbeiten zu müssen? Immobiliensklaverei ist leider ein viel zu wenig beachtetes Problem in dieser Welt. Derweil in Eurasien. Alle 4 Jahre haben wir bekanntlich einen Schalltag extra im Jahr. Nicht etwa, wie die Wissenschaft behauptet, weil jedes Jahr 0,25 Tage länger ist, sondern weil der Kapitalismus das so will, damit wir alle 4 Jahre einen Tag mehr arbeiten müssen. Natürlich unbezahlt. Dafür hat der Kapitalismus keinerlei Kosten gescheut und für knapp 15 Fantastillionen diesen Sondertag alle 4 Jahre geschaffen. Nur damit wir 8 Stunden mehr auf der Arbeit rumgammeln und auf Facebook checken, wie toll es unserer Ex-Freundin geht mit Julio, dem spanischen Sexgott. Was hat der, was ich nicht habe? Dass der Kapitalismus sogar noch boshafter war zu Zeiten der Dinosaurier, hat der Fund einer fossilen Muschel bewiesen. Diese Muschel gehört zur Gattung der Rudisten. Das sind nicht etwa Muscheln, die gern mal unten nichts drum anhaben, sondern Muscheln, die es eher ruhiger mögen. Wissenschaftler konnten an dieser Muschel nachweisen, dass der Tag vor 70 Millionen Jahren sogar 30 Minuten länger war als heute. Und wie wir ja alle wissen, sind wegen dieser 30 Minuten Mehrarbeit damals die Dinosaurier ausgestorben. Noch zum Abschluss das Fake News Medium der Woche.
ist dieses Mal eindeutig das Bloom's View Magazin. Und es hat sich gezeigt, dass das Failing Bloom's View Magazin nur vollgestopft ist mit Fake News. Kenner dieses kleinen Segments der News wissen bereits, dass ich ein riesiger Herr der Ringe-Fan bin. Leider gefiel mir aber die 8. Staffel damals auf HBO nicht, da ich doch etwas überrascht war, wohin sich der Herr der Ringe in ihr entwickelt hatte. Gerade weil es nie zuvor um Drachen und Inzucht ging. Okay, die Größe der Hobbits kann man nur mit Inzucht erklären, aber Sam am Ende als König über Westeros, das geht ja nun gar nicht. Wen ich aber geradezu abgöttisch liebe, ist Legolas und dessen Alias in unserer Welt Orlando Bloom. Umso verzückter war ich, als ich das Bloom's View Magazin beim lokalen Herr der Ringe Quidditch-Laden entdeckte. Endlich ein Magazin, das die Geschichte von Herr der Ringe aus der Sicht von Orlando Bloom zeigt. Und was soll ich sagen? Vermute ich nur, dass jede Ausgabe von Bloom's View Peter Jackson reichen könnte, um daraus jeweils 3 abendfüllende Filme zu machen. Deshalb sei nicht gewarnt, Bloom's View Magazin, die dunkelgrüne Lately Fake News Karte an dich und leg's ab sofort auf der Casting Couch von Hollywood. Das waren die Lately News, wir sehen uns wieder am Montag. Und nicht vergessen, alles andere draußen sind nur Fake News.